Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ihr habt es bestimmt mitbekommen, bevor dem Video von dem Comeback-Video von gestern habe ich mir mal eine kleine Auszeit gegönnt, was so Social Media angeht, ja. Und ja, sowohl YouTube als auch Instagram und wo ich sonst aktiv bin, das habe ich alles mal für, ich glaube, 2 Tage oder so sein lassen. Also jetzt nicht so lange, aber zwischendurch tut das mal auch ganz gut, so ein bisschen zumindest Abstand davon zu nehmen. Ja, auch wenn ich natürlich weiterhin, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, aktiv sein werde. Und jetzt starten wir auch wieder volles Karacho auf jeden Fall durch. Und ja, in den paar Tagen hat sich natürlich wieder auch so einiges ergeben. Unter anderem haben sich auch ein paar Dungeon-Gegner, oder besser gesagt ein Dungeon-Gegner ergeben. Der hat gestern den Geist aufgegeben, sozusagen. Und noch weitere Neuigkeiten. Und zwar habe ich mein Farm-Equipment wieder ein bisschen angepasst. Und zwar ist das entstanden durch den Arena-Manager. Den Arena-Manager habe ich in letzter Zeit ein bisschen ja, besser gespielt, öfter geopfert und mehr ja, getimeskippt, also mehr investiert. Und ich bin nämlich bald an einem Breakpoint von den Runen her, wo sich der Arena Manager sehr bezahlt macht. Und zwar ab, ich glaube, 100 Quindezillionen. Jetzt bin ich hier Anfang von Quindezillionen gerade mal. Ich glaube, ab 100 ist es dann nachher soweit, dass man komplettes Farm-Equipment sich erstellen kann. Und zwar hast du dann halt die Chance auf Goldbonus plus 25 zu finden. Heißt, ihr habt zwei Items mit Goldbonus. So, das wären dann die beiden. Dann hat man epische Erfahrung oder epische Gegenstände finden, hat man 25% Chance drauf. Das heißt dann 4 Items, ja, dann hat man die 50% auf die epischen Gegenstände auch finden. Also das ist neu dazugekommen. Ich habe die epischen Gegenstände hinzugefügt, hatte ich vorher nicht gehabt. Ich habe ja vorher so gespielt, dass ich halt nur die oberste Leiste hier switchen brauche, damit ich weniger switchen muss. Aber ich möchte natürlich auch so spielen, dass ich das Maximum, was mir der Arena Manager gibt, auch wahrnehme. Das heißt, ich muss zwar mehr wechseln, aber ich habe halt auch eine höhere Chance auf epische Gegenstände. Deswegen diese Chance möchte ich ungern, ja, man nimmt mit, was man kriegen kann. Und deswegen auf jeden Fall diese 4 Items. Dann kommt der Erfahrungsbonus dazu. Ja, den haben wir ja jetzt schon. Das heißt, 2 Items für Erfahrungsbonus, dass man da an das Limit kommt, 10%. So, und dann hat man noch, warte mal, das waren jetzt 2, 3, 4, 5, 6. Und dann hat man noch 2 Items frei. Und diese 2 Items, die werden dann noch dafür genutzt, um die Qualität der Gegenstände ja, bessere Qualität von Gegenständen finden. Und zwar erreicht man die, ich bin jetzt gerade bei Qualität von Gegenständen plus 2, und zwar erreicht man die ab, ich glaube 50 Quintillionen oder so erreicht man das. Da bekommt man eine Qualität von Gegenständen plus 3, ja. Und das heißt, dass ich jetzt momentan nur plus 2 finde. Das heißt, ich kann 2 Items anlegen, oder 2 Slots habe ich noch frei und habe dann plus 4, dann bin ich aber nicht am Maximum. Heißt, wenn ich plus 3 habe, dann brauche ich nur eine plus 2 oder 3 plus 3 und dann bin ich an dem Maximum von plus 5 insgesamt, an dem Limit. Und dann habe ich ein komplettes Farm-Equipment. Besser geht's nicht. So, besser geht's dann halt wirklich nicht. Dann habe ich 50% epische Gegenstände finden, plus 5 auf Qualität von Gegenständen. Dann habe ich plus 50% Gold und plus 10% Erfahrung. Besser geht's nicht, ja, also was Besseres kann man nicht machen. Man muss zwar wieder mehr wechseln, so, ne, aber das ist mir dann auch wert für mehr Epics und bessere Gegenstände auch gleichzeitig plus 5. Das ist quasi so, als ob meine Clue-Aura noch 5 Stufen höher wäre. So kann man das vergleichen und das ist ziemlich heftig. Und das will ich mir auch nicht entgehen lassen. Ja, das ist auf jeden Fall neu. Deswegen werde ich auf jeden Fall noch die Tage hier weiter skippen, bis ich dieses Limit erreicht oder diesen Breakpoint erreicht habe beim Arena Manager von 100 Quindezillionen Runen geopferten. Und ja, dann werde ich nochmal ein bisschen im Shop gucken, ein bisschen nochmal nachblättern, ein bisschen ein paar Runen austauschen, sodass ich dann mein perfektes Farm-Equipment dann zusammen habe. So, ihr seht schon hier durchschimmern, ich habe hier einen neuen Gürtel bekommen. Wir gucken, was der Gürtel eigentlich der Kunigunde taugt. Der
Der Rüstungswert geht runter. 25, bleibt zumindest auf 25%. Ja, das ist ja dann wenigstens noch ganz erfreulich, weil plus 71 Stats würde ich mir schon ganz gerne mitnehmen. Bisschen weniger Leben, ne, durch die Rune, aber deutlich mehr Widerstände gegen alles. Plus 9 insgesamt und ja, das lasse ich mir nicht entgehen. Das Teil ist tatsächlich 7-mal verbessert. Okay, das heißt, wir müssten wieder ein bisschen investieren hier. Auf jeden Fall, ja, das machen wir, aber auf jeden Fall kriegt die Gute jetzt noch einen Edelstein mit rein. Und zwar ein 170er hier. Zack. So, verzaubern brauchen wir das Ding ja nicht. Das heißt, wir verbessern das jetzt erstmal. Ich würde sagen, mal gucken, wie viel gibt das plus 5? 140. Okay, wenn wir auf plus 6 hoch. Sind wir bei 171. So, ja, jetzt ist die Frage, lassen wir das so? Weil wir haben zwar ein bisschen weniger von den Verbesserungen her, aber wir haben ja plus 71 durch die Stats noch. Und wir könnten uns jetzt ein paar Ressourcen gut schreiben für unsere Main vielleicht. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das mache ich so. Gegenstand zerlegen und dann haben wir jetzt deutlich mehr Runen gemacht. Einmal haben wir weniger verbessert, aber deutlich mehr Ressourcen für den Main mitgenommen und das ist mir auf jeden Fall lieber. Unterm Strich ist der Gürtel von den Werten her jetzt besser, also von daher alles easy, würde ich sagen. So, Quest ist durch, wir warten noch, warte mal, ich möchte auf jeden Fall noch einmal die Toilette hier durchlaufen lassen. Wir nehmen nochmal den 7-Tage-Skip nochmal mit. Ich weiß gar nicht, ob der beim gleichen Punkt hier stehen bleibt oder so. Oder ob der weiterläuft. Ich bin mir unschlüssig. Wir kaufen ihn einfach mal. Na okay, ist ein bisschen nach vorne gesprungen hier. Jetzt haben wir 29 Quindezillionen Runen. Das ist ganz nice. Jetzt verbessern wir nochmal hier. Auf 3700 kommen wir jetzt hier. So, da auf 4,4. Da kommen wir wahrscheinlich weiter, aber ich habe natürlich jetzt alles in die Toilette reingehauen. So, jetzt lassen wir die nochmal 2 Minuten durchlaufen. Einmal, weil die Toilette lohnt sich schon nochmal durchlaufen zu lassen. Und dann opfern wir das Ganze hier auch nochmal gleich. Und ja, wir gucken uns jetzt mal den Gegner an. Kämpfe, denn ich habe in der Unterwelt, in der Schattenwelt, habe ich eine Etage gelegt im Hemoridor Dungeon. Jetzt sind wir hier bei der Karantel, ja, und das ist auf jeden Fall ganz nice. Deswegen, genau, werden wir uns jetzt mal den Kampf anschauen. Ich habe ihn mir selbst noch nicht angeguckt. Ich habe ihn gestern gelegt und war auf jeden Fall sehr verwundert gewesen, weil das war einer der etwas schwierigeren Gegner. Und ja, deswegen habe ich mich auf jeden Fall gefreut, dass ich den jetzt so spontan einfach legen konnte. Ich weiß mal gar nicht, wer hier so viel rausgehauen hat. Vielleicht die Kunigunde? Muss ja, denn, ne? Mal gucken. Wir zählen mal mit, wie oft die ausweicht. Bisher jetzt einmal, zweimal. Das würde mich mal interessieren. 3-mal, weil wir haben eigentlich so nicht sehr viele Chancen. 4-mal, 5-mal, 6-mal. Das ist ganz nice auf jeden Fall. 7-mal ausgewichen. 8-mal. Und sie haut auch sehr gute Crits raus. 9-mal, 10-mal. Okay, 10-mal ist sie ausgewichen und hat richtig fette Crits rausgehauen. Also da muss ich sagen, Kunigunde, Chapeau, ich ziehe meinen Hut. Ich selbst habe hier fast gar nichts gemacht, habe nicht mal einen Crit irgendwie großartig rausgehauen und meine, ja, wenn ich nicht kritte, dann kommt da auch nicht viel bei rum. Ja, auf jeden Fall sehr nice, dass wir den besiegt haben. Ich weiß gar nicht, warum habe ich den Beschützer hier? Habe ich den vergessen rauszulöschen? Ich glaube, das war nichts Besonderes, ne? Ne, der Fenriswolf, das war, glaube ich, was Besonderes. Mal gucken. Ich glaube, weil ich da so einen fetten Crit bei ihm gelandet habe, ne? Jo, deswegen hatte ich den gespeichert. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt eine Etage weiter. Ja, und das ist natürlich ganz nice. Hier, 17 von 20 sind wir jetzt. So, die Toilette ist gleich am Durchlauf. Alter, hier läuft ja fast alles simultan durch. Ja, moin. Zack. Okay. Nimmt man mit. Ich kann kein einziges Mal hier steigern. Ja, hier kann ich nur einmal. Okay. Wir opfern das Ganze, weil lohnt sich natürlich überhaupt nicht. Und ich glaube, wenn ich jetzt das nächste Mal opfere oder das übernächste Mal, dann bin ich tatsächlich schon Entschuldigung, dann bin ich tatsächlich schon bei 100 Quindezillionen Runen. Und danach muss ich mir überlegen, weil danach habe ich ja soweit mein Equipment, mein Farm-Equipment auf das Maximum gebracht und dann ist es wirklich, weiß ich nicht, ob es sich dann noch lohnt, großartig den Arena-Manager weiter zu pilzen, weil ich habe hier
seit dem, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, seit wie vielen Tagen ich jetzt schon hier jeden Tag 25 Pilze für den 7-Tage-Skip opfere. Aber auf lange Sicht gesehen ist das schon ziemlich pilzintensiv, das Ganze. Und ja, ich weiß nicht, wie sehr sich das noch lohnt, nachdem ich jetzt halt diesen Breakpoint dann erreicht habe. Deswegen werde ich, glaube ich, bis dahin noch skippen, also noch ein paar Mal 7-Tage-Skips holen. Und ich glaube, danach werde ich dann ein bisschen ruhiger machen. Dann werde ich dann erstmal wieder sehr pilzsparend spielen, was hier den Arena-Manager angeht. Weil, wie gesagt, das kann ich mir auf Dauer nicht jetzt irgendwie leisten, großartig hier jeden Tag 25 Pilze hier reinzustecken. Das ist mir dann doch ein bisschen zu teuer, tatsächlich. Und wie gesagt, dann haben wir auf jeden Fall mehr als das Wichtigste. So, die 50% Goldbonus und die 10% Erfahrungsbonus, die bekommt man ja relativ fix. Dadurch, dass man sich halt viele Items zusammensammeln kann und dann kommt man relativ fix auf diese 50% und auf diese 10%. Und dann hat man eigentlich schon grob mit das Wichtigste abgedeckt. Allerdings, ja, durch diese und der nächste Breakpoint ist halt jetzt, wo ich jetzt fast bald hinkomme, mit den Qualitätsgegenständen noch mit hinzunehmen. Dann kannst du zusätzlich noch die epischen Gegenstände noch mit dazu nehmen. Und das ist natürlich, ja, wenn du die dann auch noch mit aufs Maximum kriegst und das alles gleichzeitig tragen kannst, dann bist du auf jeden Fall schon mal ziemlich safe unterwegs, würde ich sagen. Und ja, das ist auf jeden Fall ganz nice soweit. Ja, da freue ich mich, wenn ich das erreicht habe. Wie gesagt, dann bin ich natürlich noch lange nicht am Ende vom Arena Manager. Das dauert natürlich noch ziemlich lange. Vor allen Dingen, wenn man dann nicht irgendwie großartig weiter sich die Skips holt. Ne? Ist natürlich klar, umso schneller kommst du dann noch voran. Alter, was ist hier denn los, Mann? Hier ist ja gar nichts. Gar nichts ist hier. Das war ja mal ein Schuss in den Ofen, würde jetzt Team Rocket sagen. Ja, und deswegen Waffenspann technisch bin ich hier auch noch nicht so gut unterwegs. Aber ja, schon mal ein bisschen besser als vorher. Und mal gucken. Dann werden wir vielleicht schon beim nächsten Epic-Event, wir haben ja jetzt Zeit, noch einen Monat etwa, werden wir vielleicht ein bisschen dann mal nach, ja, vielleicht nach einer neuen Waffe gucken. Mal gucken, was bis dahin geht. So. Und ja, nach ein paar neuen Gegenständen denn, weil dann sollten wir gut unterwegs sein. Jo, das war es dann soweit von mir. Wir skillen nochmal den Rest hier in Intelligenz rein. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch auch das Video gestern hat euch gefallen, weil das war auf jeden Fall ein sehr, ja, wie soll ich sagen, ein sehr schönes Video aus meiner Sicht. Und hoffe auf jeden Fall da auch auf euren Support weiterhin, so wie sonst auch immer. Und ja, das war's dann soweit. Ich verabschiede mich. Falls euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.